Hallo! Heute geht es mal darum, wie ich eine Schaltung entwickle, also wie ich aus einer Idee für eine Schaltung ein verkaufsfähiges Produkt mache, also wie der ganze Ablauf vonstatten geht. Das Ganze möchte ich am Beispiel meines Multi-Kernel-Umschalters zeigen. Das ist also dieses Device hier. Dieser Kernel-Umschalter sorgt also dafür, dass auf Druck auf eine F-Taste am CM64 an der Tastatur das Kernel gewechselt wird, also ein anderes Betriebssystem eingestellt wird. Das Ganze funktioniert elektronisch, verzichtet also dabei auf Löcherbohren für irgendwelche Schalter, wie das also damals bei diesem Gerät noch der Fall war oder wie man es generell hatte bei Kernel-Umschaltern. Man hatte halt irgendwelche Schalter, auch als Drehdinger vielleicht ausgeführt. Man musste aber immer das Gehäuse zerstören, also sprich ein Loch bohren eben für irgendeine Art von Schalter. Ich wollte also partout eine Kernel-Umschaltung, mit der man eben nicht das Gehäuse zerstören muss. Für die Kernel-Umschaltung als solches braucht man natürlich ein EEPROM, in dem mehrere Kernels Platz haben, und dann braucht man die eigentliche Umschaltung, beispielsweise eben durch einen Schalter. Dadurch werden unterschiedliche Bänke in dem EEPROM angewählt, beziehungsweise das wird als Betriebssystem in den C64 geladen. Eben genau dem Prinzip dieses alten Kernel-Umschalters folgend. Nachdem das also soweit wieder funktioniert hatte, hier mal eben in der Platine eingebaut, da habe ich nur mit so einer Fahne die Masse jeweils auf den Adresseingang des EEPROMs gezogen. Funktioniert genauso. Jetzt ist das natürlich so etwas unpraktisch. Jetzt hat man also die Schalter genommen, über Drähte nach außen geführt, ein Loch in sein Gehäuse gebohrt und da hatte man dann seinen Schalter oder Drehwahlschalter, wie auch immer. Die Kernaufgabe dieser Schaltung soll also sein, dass man die Pegel für das EEPROM zur Adressierung, damit es das richtige Kernel für den C64 bereitstellt, nicht mehr von Hand anlegt, sondern dass das auf elektronischem Wege passiert. Trotzdem muss man aber ja die Kernel-Auswahl irgendwie steuern können. Dazu bietet sich eben an die Tastatur, weil die nun mal schon vorhanden ist, und da die F-Tasten, Funktionstasten, passt ja gut ins Bild. Für mich hat sich dann aufgrund dieser Aufgabenstellung angeboten eine Atmega Microcontroller. Das ist also nicht nur ein Mikroprozessor, so ein kleiner Atmega, sondern man kann ihn selbst programmieren durch eine entsprechende Entwicklungsumgebung in verschiedenen Programmiersprachen. Ich habe hier C++ verwendet und dieser Microcontroller hat programmierbare Ein- und Ausgänge. Also ideal, um Tastendrücke abzufangen, auszuwerten und entsprechend verarbeitet wieder weiterzugeben. Also wieder das alte Prinzip EVA, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Damit der Atmega natürlich überhaupt Tastatureingaben abfangen kann, braucht er eine Verbindung zur Tastatur. Das läuft also hier über das Flachbandkabel und dieses absolut provisorische Tastaturstecker-Zwischenelement einfach hier beim C64 aufgesteckt. Hier oben kommt die Tastatur rein und hier werden eben die Signale abgegriffen. Welche Signale überhaupt? Jetzt kann man die Tastendrücke im C64 nicht einfach so an einzelnen Leitungen abfragen, denn es gibt eine sogenannte Tastaturmatrix im C64. Die besteht also aus Spalten und Reihen. Jeweils an so einer Spalte und jeweils an der Reihe hängen Drähte dran. Und nur wenn sich die quasi kreuzen, wenn also die Taste eine Verbindung macht an dieser Stelle, dann kann man den entsprechenden Tastendruck auswerten. Genauso arbeitet der C64 und genauso muss dann also auch die Auslesung bzw. die Abfrage, ob oder welche F-Taste gedrückt ist, ablaufen. Wenn ich jetzt die F-Tasten F7, F1, F3, F5 abfragen möchte, dann brauche ich also die Spalte 0. PA0 heißt Port A0. Das ist also dann ein Pin auf der Tastatursteckerleiste, also auf dieser Leiste. Durch Druck auf beispielsweise F5 wird also eine Verbindung geschaffen zwischen PA0 und PB6. Dann weiß der C64, aha, jetzt wurde F5 gedrückt. In Wahrheit ist diese ganze Tastaturabfrage noch etwas komplexer, weil der C64 die Spalten der Tastaturmatrix zeitbasiert in Slots abfragt. Das würde aber jetzt hier zu weit führen, das noch zu erklären. Deswegen halten wir uns einfach erstmal an Zeilen und Spalten. Nachdem wir also wissen, welche Spalten und Zeilen wir abfragen müssen, müssen wir das irgendwie an den Atmega leiten. Wohin aber im Atmega? Das ist jetzt eine Sache der freien Entscheidung. Das hier ist mal so eine Anschlussbelegung von so einem Atmega-Controller. Der hat 28 Pins. Natürlich einige für die Spannungsversorgung. Und der Rest sind aber mehr oder weniger frei programmierbare und frei nutzbare Daten-Ein- und Ausgänge. Wir müssen ihm später in der Programmierung sagen, wo welche Pins bzw. welche Signale wo ankommen. So eine Programmierung sähe beispielsweise so aus, das wäre jetzt das Atmel Studio eben für Atmega-Prozessoren. Ich pick mir jetzt hier in der Programmierung mal die Sache raus,
dass der Kernel-Umschalter ja in C64.1 und in C64.2 gleichermaßen funktionieren sollte. Warum ist dieses ganze Heckmeck überhaupt notwendig für die Unterscheidung zwischen C64.1 und 2? Das liegt daran, dass die Platinen unterschiedlich beschaltet sind. In dem 24-poligen Sockel liegt hier rechts oben 5 Volt Versorgungsspannung an. Wenn man sich jetzt mal gedanklich diese beiden Sockel übereinander legt, hier auf einer C64-2-Platine, dann wäre dieser Pin 24 vom Board 1 genau hier. Und hier liegt beim C64.2 aber eben nicht die Versorgungsspannung an, sondern hier kommen Datensignale an über die Adressleitungen. Dieser Adresspin sitzt natürlich in der C64.1 Board-Version an einer anderen Stelle. Das war deswegen so, weil Commodore einfach das Schaltungslayout weiterentwickelt hatte und dann mehrere Funktionalitäten in einem Chip zusammengefasst hat. In dem Fall war es eben dann das Basic-ROM und das Kernel-ROM, die auf der anderen Platine, auf den vorhergehenden Platinenversionen noch getrennt waren in 2 Chips und hier eben dann in einem Chip vereint waren. Das heißt, der Kernel-Umschalter muss wissen, in welcher Board-Version er sitzt, um dann entsprechend auf die unterschiedliche Pin-Adressierung reagieren zu können. Da hatte sich als ganz einfache Möglichkeit, das rauszufinden, angeboten, nachdem der Kernel-Umschalter ja seinerseits 28 Pins hat und man ihn dann einsetzt in eine 24-polige Fassung, dass die oberen 4 Pins frei in der Luft hängen. Am rechten oberen Pin, also am Pin 28, das wäre also im Kernel-Umschalter dieser hier, im C64.2 liegen auf diesem Pin also 5 Volt Versorgungsspannung an. Im C64.1 hängt dieser Pin in der Luft, da liegen also keinesfalls 5 Volt an. Somit war das für mich der ideale Signalgeber, anhand dessen die Schaltung feststellen kann, befindet sie sich in einem C64.1 oder in einem C64.2. Und genauso muss das dann in der Programmierung eben auch abgefragt werden. Man muss beim Atmega erstmal die Pins entweder als Eingang oder als Ausgang definieren, je nachdem, wofür man sie eben braucht. In dem Fall ist es der Pin C4, den wir brauchen. Der wird hier unten als Eingang definiert und damit prüfen wir Pin 28 vom Sockel, entweder C64.1 oder 2. C64.1 gibt es diesen Pin nicht, weil es ein 24-poliger Sockel ist. Bei C64.2 liegt hier VCC, also 5 Volt an. Das Ganze wird dann hier unten schlussendlich in die Abfrage umgemünzt, nämlich ich habe das einfach als sprechenden Bezeichner als Boolean-Variable, also True oder False gemacht. Das hier ist eine etwas kompliziertere Notation, ist halt einfach in C++ so, kann man sich dran gewöhnen. Jedenfalls wird hier dieser Pin C4 des Atmega eben abgefragt und wenn der nicht high ist, also dieses Ausrufezeichen, das bedeutet nicht, wenn der nicht high ist, wenn keine 5 Volt anliegen, dann das Gerät ist ein C64.1, ist true und anderenfalls Gerät ist ein C64.1, ist false, also ein C64.2. C0 oder C1 auf High schalten, C64.1 Modus C1 High, C64.2 Modus C0 High. Und da geht es eben genau wieder um den Atmega, nämlich Pin C0 und Pin C1. Das Ganze wird dann noch von einem weiteren Baustein ausgewertet, da kommen wir dann später gleich noch dazu. Dieser Entwicklungsprozess, den ich hier zeige, das ist übrigens kein offizieller Industriestandard oder so. Ich zeige hier einfach nur, wie es ich mache, so macht es mir Spaß. Andere Wege führen natürlich genauso zum Ziel. Während der Entwicklung, gerade bei der Software, möchte man natürlich eigentlich jeden Programmierschritt überprüfen an der Schaltung. Dafür gibt es die Möglichkeit, den Atmega über eine sogenannte ISP-Schnittstelle zu versorgen. Das bedeutet In-System Programming, also den Atmega auf der Platine direkt zu programmieren, ohne dass man den ständig rausnehmen muss in eine extra Programmierfassung und dann wieder zurücksetzen muss. Sieht dann im Bild so aus. Hier ist also diese Schnittstelle, läuft über ein Flachbandkabel zu so einem kleinen Programmer. Und dieser Programmer geht dann über USB direkt an PC dran und wird vom Atmel Studio, in meinem Fall Atmel Studio, weil es halt ein Atmega ist, es gibt mit Sicherheit auch andere Entwicklungsumgebungen. Und sobald es entsprechend eingerichtet ist, kann man eben hier den Atmega 8A einstellen. Also bei mir ist es ein Atmega 8A. Auf Knopfdruck wird dann diese Programmierung in den Atmega übertragen. Dabei wird sie normalerweise noch syntaktisch überprüft, ob da irgendwelche syntaktischen Fehler drin sind. Nebenbei wird das Ganze noch kompiliert, also im Maschinencode übertragen, denn der Atmega kann nicht C++ lesen, der kann nur Maschinencode. Das passiert aber, wie gesagt, vollautomatisch. Man kann also wunderbar hier seinen Programmcode bearbeiten, auf Knopfdruck in den Atmega laden und der wird bei jeder Neuprogrammierung kurz resettet und fängt dann mit der neuen Programmierung an, wieder frisch zu arbeiten. Man sieht also sofort die Auswirkung des neuen Codes.
Das ist also gerade während der Entwicklung sehr, sehr praktisch, wenn natürlich noch nicht alles so läuft, wie es soll. In dieser ersten Version des Aufbaus gab es also noch keine zusätzlichen ICs. Es war nur der Atmega und die Verbindung zur Tastatur, die hier auch gesteckt ist, nur für den Proof of Concept. Da war noch keine Unterscheidung möglich zwischen C64.1 und C64.2. Das war mir da auch noch nicht wichtig. Hauptsache, die Schaltung und die Tastaturabfrage funktioniert, dass eben dann bei Druck auf die F-Tasten die Kernel-Umschaltung durchgeführt wird. In einer späteren Version habe ich dann schon mehrere ICs drin. Da ging es also dann schon los, dass man diese weiteren Features einbaut, wie eben beispielsweise die automatische Erkennung, in welcher Version sich das Ganze befindet. Hier ist dann schon mal die erste geätzte Platine. So sieht das also aus, wenn man das selber ätzt. Für das selber Ätzen von Platinen, wenn man es von Hand zu Hause machen möchte, braucht man also ein bisschen was an Equipment, ist einiges an Chemie. Ich habe das im Tonertransferverfahren gemacht. Wen das interessiert, der kann das natürlich im Netz rausfinden. Das jetzt hier genau zu erklären, das würde deutlich zu weit führen. Man bekommt mit diesem Hobbyverfahren aber durchaus passable Ergebnisse hin. Ich war also damals erstaunt, dass es doch in diesem Tonertransferverfahren so randscharfe Leiterbahnen gibt im Platinenlayout. Ich habe mich dann auch getraut, zwischen zwei Pins durchzufahren mit so einer Leiterbahn. An den einen oder anderen Stellen hat die Säure etwas zu stark angegriffen, beispielsweise hier, da sieht man da die Leiterbahn so ein bisschen Lochfraß. Letztendlich hat das aber gut funktioniert mit diesen Platinen selber ätzen. So eine Platine, ob sie nun selber geätzt wird oder später professionell von einem Platinenlieferanten gemacht wird, entsteht ja erstmal aufgrund eines Schaltplans. Jetzt nicht verwirren lassen. Das ist einfach mal von mir damals so ein handgezeichneter Schaltplan. Hier hätte man also den Atmega-Controller. Hier wäre der Übergang zu dem Tastaturadapterstecker. Hier hätte man das EEPROM und die beiden Stiftleisten, die in den C64 eingesteckt werden. Dazu noch zwei ECs. Was jetzt das alles im Einzelnen bedeutet, möchte ich gar nicht darauf eingehen. Es geht ja nicht um diese Schaltung speziell, sondern wie man jetzt aus sowas eine Platine machen kann. Und zwar funktioniert das mit sogenannten Platinen-Layout-Programmen. Ich habe damals mit Eagle angefangen. Das ist eine ganz witzige Abkürzung. Einfach anzuwendender grafischer Layout-Editor. Es gibt auch noch viele andere. Dieser Schaltplan meiner ersten Version sieht also hier fast genauso wild aus wie auf dem Papier. Davon also bitte wieder nicht verwirren lassen. Es geht einfach nur wieder um die Kernkomponenten. Das hier ist der Atmega, das hier ist das EEPROM und das hier sind die Stiftleisten, die in den C64 eingesteckt werden. Einmal Sockelleiste oder Stiftleiste rechts, einmal Stiftleiste links. Und hier spiegelt sich jetzt genau das wieder, was wir vorhin auch in der Programmierung schon besprochen haben. Beispielsweise, dass an diesem oberen Pin, ganz rechts oben, was im C64-2 Pin 28 sein soll, sich eine Leitung durchzieht, hier rüber, auf den Pin C4 oder Eingang C4 des Atmega, ist physisch auf Pin 27. Und das war ja genau der Pin, den wir hier in der Programmierung auch definiert hatten. Wenn an Pin C4 Spannung anliegt, dann ist es ein C64-2, wenn nicht, ist es ein C64-1. Heißt, diese Verbindung ist jetzt erstmal eine schematische Verbindung, stellt eine elektrische Verbindung dar. Diese elektrische Verbindung besteht jetzt natürlich noch nicht, sondern sie ist nur im Schaltbild vorhanden. Zu so einem Leiterplatten-Editor oder Layout-Editor gehört also natürlich dann auch noch die zweite Komponente, nämlich die eigentliche Leiterplatte. Das ist jetzt eine fertige Platine. So sieht das nicht von Anfang an aus. Von Anfang an sieht das so aus, nämlich, dass alle diese grünen Linien aus dem Schaltplan erstmal als Luftverbindungen dargestellt werden. Diese Luftverbindungen zeigen wiederum an, wo Verbindungen in Kupfer gesetzt werden müssen. Dann geht es los mit dem sogenannten Routing. Das heißt, man nimmt sich einfach mal irgendeinen Punkt und fängt an, hier seine Verbindung zu ziehen. So, das wäre jetzt eine fertige Verbindung. Das muss man dann für alle diese Luftlinien machen, bis die Platine eben fertig ist. Andersrum geht es genauso, wenn ich mal meine, dass ich mit meinem Layout halbwegs fertig bin oder mittendrin, dass ich denke, ich müsste jetzt eine Route umlagern oder anders eben ziehen, dann kann ich die auch einzeln entfernen. Jetzt hätte ich hier wieder meine direkte Luftlinie
und kann mir jetzt eventuell überlegen, ob ein anderer Weg vielleicht besser gewesen wäre. Herausforderung bei dieser Platine war natürlich, dass das alles nur einseitig sein sollte, weil ich nicht selber doppelseitig Platinen ätzen wollte. Das war mir dann vom Aufwand her doch zu viel. Also hier nur einseitig. Man kann das auch autorunden lassen, man muss das nicht von Hand machen. Dann sucht das Programm also selber nach vorgegebenen Designregeln Wege, wie die Kupferbahnen auf der Platine verlaufen können, auf eine mehr oder weniger günstige Weise. Ich war von diesem Auto-Routing nie so ganz begeistert. Ich habe also meine Platinen bisher immer noch selber von Hand geroutet. Das muss natürlich auch wieder jeder selber entscheiden für sich, wie es ihm am besten gefällt. Aus einem solchen Layout bzw. aus einem solchen Layout-Programm lassen sich dann sogenannte Gerber-Dateien erstellen. Diese Gerber-Dateien, die gibt man dann quasi zum Platinenfertiger seiner Wahl und der macht dann daraus echte professionelle Platinen. Dann ist auch der Beschriftungsdruck mit drauf, eben genau so, wie es hier in der Platine angelegt ist, beziehungsweise in dem Fall wie auf dieser Platine. Das ist also die finale Version, so wie ich sie heutzutage momentan anbiete. Eben mit Bestückungsdruck und allem drum und dran, wie sich das für eine ordentliche Platine eben gehört. Sowas kriegt man dann im Heimverfahren eigentlich nicht hin. Was man hier auch sieht, das ist, dass diese Platine eben dann zweilagig ist. Das heißt, dass oben und unten auf der Platine sich Leiterbahnen befinden. Die blauen in dem Fall sind die, die unterhalb der Platine verlaufen und die roten sind die, die oberhalb oder oben drauf verlaufen. Eben die Seite, auf die man drauf schaut. Man kann das hier vielleicht sogar erkennen. Hier sind also die Leiterbahnen oberhalb von dem Jumper, links oberhalb. Das wären also genau die hier, dieses Bündel, das da oben auf der Oberseite der Platine verläuft und deswegen sind die also rot. Jetzt soll natürlich so ein Platinenhersteller genau das an Platine produzieren, was man ihm anhand der Gerber-Dateien aus dem Layout-Programm vorgibt. Leider kann es dann auch mal passieren, dass die eigene Datei eben fehlerhaft ist. Und so hatte ich also hier im Layout einen Fehler drin bei dieser Platine. Das waren Gottlob nur ein paar Stück, weil es auch nur ein erster Testlauf war. Aber ich habe wohl irgendwie eine Leiterbahn gekreuzt oder einen anderen Punkt berühren lassen, sodass ich hier im Nachhinein eine Leiterbahn aufgekratzt habe und hier eine Verbindung neu gesetzt habe, um zu sehen, ob eben diese Platine dann funktionieren würde. Denn es waren tatsächlich die ersten, die ich dann professionell fertigen habe lassen. Und da war mir prompt ein Fehler unterlaufen. Um das zu umgehen, drucke ich mir seitdem stark vergrößert eine Platinenseite bzw. nur die Leiterbahnen aus. Das kann man im Layout-Programm entsprechend einstellen, was man sehen möchte. In dem Fall möchte ich mal die Oberseite sehen und die entsprechenden Lötpunkte dazu. Und dann sieht das also so aus, genauso wie dann letztendlich der Ausdruck. Man kann es am Bildschirm natürlich kontrollieren, dass sich da nichts kreuzt und nichts berührt. Genauso gut kann man sich nochmal einen schönen großen Ausdruck machen und da nochmal genau prüfen, laufen die wirklich alle getrennt voneinander oder schleift vielleicht das eine doch irgendwo noch am anderen. Man kann das auch mit einem sogenannten, in Eagle heißt DRC-Check, nochmal prüfen lassen. Da wird also dann anhand des Schaltplans nochmal geprüft, ob sich im Platinenlayout Signale berühren, die sich laut Schaltplan nicht berühren dürften. Was ich mir seit damals auch angewöhnt habe, das ist, dass ich mir generell dann wieder in 1:1 die Platine als Papierausdruck mache, um dann mal so ein bisschen die mechanische Form zu überprüfen und speziell jetzt bei diesem Kernel-Umschalter eben zu gucken, passen die überhaupt so in den C64 rein, wie ich mir das vorstelle? Oder ist vielleicht die Platine an irgendeinem Ende zu lang, steht da vielleicht ein großer Kondensator zu hoch, sodass die Platine hier gar nicht aufsitzen könnte oder gar nicht einen Platz finden könnte, wenn sie jetzt hier etwas größer wäre, weil sie eben dann am Kondensator anstoßen würde. Das ist also dann eine sehr schöne, einfache und kostengünstige Möglichkeit, um da irgendwelche mechanischen Probleme schon im Vorfeld erkennen zu können. Soweit also die Sache mit so einem Platinen-Layout-Programm. Wir haben aber unsere Aufgabe von vorhin noch nicht ganz erfüllt, nämlich die automatische Umschaltung zwischen C64.1 und C64.2. Wir haben ja in der Programmierung vom Atmega ermitteln lassen, ob sich an Pin 28 High- oder Low-Pegel befindet. Als Erkennung ist es ein C64.1 oder 2. Das wird danach auch wiederum ausgegeben an Pin C1 und Pin C0. Pin C1 und Pin C0, da kommen jetzt entweder oder C64.1 oder C64.2 High oder Low raus, also 0 Volt oder 5 Volt. Der Atmega hat also seinen Job für diese Teilaufgabe erledigt. Er hat eine Eingabe, er hat sie verarbeitet und er macht eine Ausgabe.
Diese Ausgabe ist jetzt wiederum die Steuerung eines weiteren ICs, so wie wir es in der Programmierung festgelegt hatten, Pin C0 und Pin C1. Und genau das passiert also hier mit diesen beiden Leitungen, die da auf das IC 4066 geschaltet sind. Diese Sache betrifft genau zwei Adressleitungen, die sich in einem C64-1-Board an anderer Stelle im Sockel des Kernel-ICs befinden als im C64-2-Board. Und genau hier setzt also das IC 4066 an. Das hat intern 4 Kontakte, die jeweils über einen eigenen Kontrolleingang gesteuert werden können. Was wir eigentlich bräuchten, wären 2 Wechselschalter, die eben von den unterschiedlichen Pin-Positionen in den jeweiligen C64-Boards auf einen gemeinsamen Ausgang schalten. Wechselschalter-ICs gibt es aber nicht, meines Wissens nach. Ich habe zumindest keine gefunden. Deswegen habe ich mir also einfach so beholfen, dass ich jeweils 2 von diesen einfachen Schließkontakten durch die Schaltung im Layout zu einem Wechselschalter gemacht habe. Nachdem wir 2 Adressleitungen hin und her schalten müssen, reichen also dafür diese 4 Schalter vollkommen aus. Und erst jetzt, durch diese letztendliche Umschaltung dieses ICs, ist also gewährleistet, dass die Adressanforderungen, die an unterschiedlichen Pins in den verschiedenen C64-Board-Versionen ankommen, jeweils an die richtige Adresse am EEPROM weitergeleitet werden und dementsprechend auch die richtige und benötigte Information an den C64 zurückgegeben wird. Soweit, so gut. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein für den Entwicklungsprozess. Wir haben jetzt nur ein Teilgebiet beleuchtet, und zwar, wie der Kernel-Umschalter erkennt, ob er sich in einem C64-1 oder 2 befindet und was danach entsprechend an Aktionen durchzuführen ist. Genauso geht man so Geschichten auch generell an, egal ob Hardware- oder Softwareentwicklung. Man zerlegt große Probleme in kleinere Probleme und schlussendlich in so kleine Probleme, dass sie wirklich ganz einfach lösbar sind und eigentlich überhaupt keine Herausforderung mehr darstellen. Denn es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand mit der Anforderung kommt, du, bau mir mal so einen Kernel-Umschalter, der muss aber in C64-1 und 2 funktionieren, oder ob er die Frage stellt, kannst du mal rausfinden, ob an dem Pin 0 Volt oder 5 Volt anliegen. Das ist ja relativ einfach, wie wir gesehen haben, ist über den Admega überhaupt kein Problem rauszufinden. Und genau so gehe ich also an diese Hardwareentwicklungen ran. Die große Aufgabe muss zerlegt werden in kleinere Aufgaben und dann in so kleine Aufgaben, dass man sich eigentlich schon fast die Frage stellt, wieso habe ich denn vorher ein Problem gehabt, mir da was auszudenken. Jetzt wollte ich ja noch ein Wort verlieren zu dem von mir verwendeten Layout-Programm, eben Eagle in dem Fall. Bin mit dem Eagle nicht ganz 100% glücklich. Es hat seine Vorteile, es hat aber auch seine Nachteile. Vorteil ist, es ist tatsächlich ganz einfach zu erlernen. Man kann sich da ransetzen als Anfänger, mit ein bisschen rumprobieren und 2, 3 Tutorials anschauen, kommt man da relativ schnell zu ordentlichen Platinen. Die Platinen sind dann auch deswegen nicht schlecht. Es kommen also genau die Platinen raus, die man gelayoutet hat. Eagle gibt also auch die Dateien raus, diese Gerber-Dateien, die der Platinenfertiger wiederum braucht, um die Platinen anzufertigen. Nur hat Eagle eben dann auch nicht ganz den Funktionsumfang wie andere Programme. Ich nehme mal beispielsweise KiCad. KiCad ist also, ja, ich würde sagen, professioneller grundsätzlich mal. Es bietet auch mehr Funktionen als eben Eagle beispielsweise. Und vor allem wird KiCad auch von mehreren Herstellern unterstützt. Beispielsweise ist das hier so ein Entwicklerboard für ein Raspberry Pi als Compute-Modul. Das kann man also da aufstecken auf so ein Entwicklerboard und dann kann man über dieses Entwicklerboard mit diesem Raspberry Pi arbeiten. Und die Unterlagen, diese ganze Datei, das komplette Board, das Schaltungslayout und so weiter, alle Signale, das wurde also direkt von der Raspberry Pi Foundation freigegeben. Ich gehe mal davon aus, dass sie es damit auch entwickelt haben. Die haben also auch vermutlich KiCad genommen, ich weiß es nicht. Und diese Daten wurden eben öffentlich freigegeben, sodass die jeder Nutzer sich runterziehen kann und damit arbeiten kann. Es ist also schon mal ein Riesenvorteil, wenn man sowas vorhat, dass einfach KiCad von Herstellern durchaus besser unterstützt wird als Eagle momentan. Der nächste Punkt, der mir richtig super gefällt, das ist, wenn man hier in so ein Layout reinzoomt, dann kriegt man also zu jedem Punkt auf der Platine gleich den Signalnamen mit angezeigt. Das erleichtert also das Arbeiten schon deutlich. Man muss also nicht ständig zwischen Schaltplan und Layout hin und her springen. Manchmal tut es der Signalname ja auch. Das heißt, man kommt hier arbeitsergonomisch deutlich besser zurecht als eben bei Eagle. Wenn ich beispielsweise jetzt hier auf die obere Kupferlage umschalte, dann zeigt er mir auch noch in den einzelnen Kupferflächen, welches Signal sie haben. Ich sehe also immer ganz genau, wo ich mich befinde. Das sorgt schon für arg mehr Übersicht. Was aber jetzt so ein echtes Killer-Argument ist für KiCad, andere können das vielleicht auch, aber eben gegen Eagle, das ist die Funktion,
dass man sich eine 3D-Ansicht erstellen lassen kann, und zwar mit nur einem einzigen Klick, und das funktioniert richtig super. Ansicht 3D-Betrachter, und schon habe ich hier eine 3D-Ansicht von diesem Modul, das wir eben noch im Layout-Editor gesehen haben. Dazu musste ich jetzt nichts nachladen, ich musste nichts weiteres installieren. Das ist bei KiCad dabei. Auch diese ganzen Bibliotheken, die eben die Bauteile sowohl als Footprint, also für das Layout der Platine bereitstellen, als auch eben dieses 3D-Modell für die 3D-Ansicht. Das kann man dann sogar noch etwas besser gerendert haben. Und so schaut das doch schon richtig gut aus. So kann man das sogar auch mal für eine Produktpräsentation verwenden. Das macht also richtig was her, wie ich finde. Eagle kann auch 3D-Dateien erzeugen. Das ist aber mit einem ziemlichen Aufwand verbunden, was einfach grundsätzlich nicht darauf vorbereitet ist. Und es fehlen meistens leider dann auch die 3D-Dateien zu diesen Bauteilen, die ja entsprechend gezeichnet werden müssen. Insofern hat KiCad da einfach die Nase vorne. Und damit soll es das gewesen sein für heute. Das Video war lang genug. Ich denke mal, der eine oder andere konnte trotzdem einiges mitnehmen über den gesamten Prozess einer Hardwareentwicklung. Und somit sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.